irgendwie reden alle immer davon, dass man aus seiner Komfortzone rauskommen soll, aber niemand redet darüber, wie es sich wirklich anfühlt. Ich will wachsen, aber bitte ohne Angst, ohne Stress, ohne alles, was irgendwie unbequem ist. Geht natürlich nicht. Und deshalb ist es für mich aber einfach noch mal schwieriger als für andere Menschen, aus meiner Komfortzone rauszugehen, mich Dinge zu trauen und mich meiner Angst zu stellen, beziehungsweise zu erkennen, welcher Stress ist für mich normal, gut und wichtig und welchen Stress sollte ich reduzieren und vermeiden. Dadurch, dass mein Nervensystem deutlich schneller gestresst ist und sehr viel schneller reizüberflutet ist, weil mein Gehirn eben nicht so gut filtern kann, finde ich, ist das super schwierig, da wirklich einfach eine gute Balance zu finden. Alle reden sie immer davon, komm aus deiner Komfortzone raus, aber was, wenn die Komfortzone der einzige Ort ist, wo ich tatsächlich wirklich klarkomme? Ich habe mir vorgenommen, mehr aus meiner Komfortzone rauszugehen. Gerade nachdem ich meine Antidepressiva abgesetzt habe, habe ich einfach gemerkt, dass ich mich dadurch extrem eingeigelt habe. Ich habe mich komplett verkrochen in meiner Komfortzone und habe nichts anderes mehr an mich rangelassen und habe jeden Stress einfach nur prinzipiell abgeblockt. Das war natürlich dem geschuldet, dass die Medikamente Dinge an mir verändert haben, die jetzt nicht unbedingt positiv waren, was ja auch der Grund war, warum ich sie abgesetzt habe. Aber eben seitdem habe ich mir einfach vorgenommen, ich will ein bisschen mehr raus, ich will auch ein bisschen mehr mich herausfordern, ich will Dinge lernen und das ist halt einfach manchmal unbequem. Und gerade wenn man jetzt nichts hat, was einen irgendwie so dazu zwingt, zum Beispiel einfach aus dem Haus zu gehen und sich in unangenehme Situationen zu bringen, wie zum Beispiel ein normaler 9-to-5-Job, den ich ja nicht habe, dann ist das manchmal ziemlich schwierig, weil man ist Sachen gewohnt und dann macht man auch nur das. Und warum soll ich es mir jetzt schwerer machen, wenn ich auch den leichten Weg gehen kann? Checkt ihr? Ich habe aber schon seit langer Zeit das Ziel, auszuwandern. Mir war lange relativ egal, wo jetzt genau hin, sondern mir ging es einfach nur darum, dass ich nicht in Deutschland bleiben will für immer. Weil ich mich hier einfach, ich weiß nicht, ich mag es hier nicht, mich stört einiges und ich fühle mich hier nicht zu Hause, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich liebe es aber auch gleichzeitig total, neue Sprachen zu lernen, beziehungsweise das Lernen nicht so sehr, aber ich mag es, andere Sprachen zu sprechen. Ich war immer schon voll der Sprachentyp, auch in der Schule. Und habe jetzt überlegt, ich gehe jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und buche mir einen Sprachkurs für die Sprache, wo ich mir vorstellen kann, eventuell auszuwandern irgendwann. Das ist alles noch ein Zukunftsplan und jetzt gerade nicht aktuell, aber es dauert ja auch ein bisschen, bis man so eine Sprache kann und deswegen fange ich da jetzt mit an. Ich war jetzt tatsächlich schon zweimal da und ich hatte so krass Anxiety davor und ich habe mich so hinterfragt, weil ich habe diesen Sprachkurs vor ein paar Monaten gebucht. Und da hatte ich dann halt einfach ganz standardmäßig typisch dieses, ja, ich war einfach nur excited. Ich habe mich da mega drauf gefreut. Ich war so, hey, das wird mega cool. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich will das machen. Und habe halt überhaupt nicht wirklich drüber nachgedacht, dass ich davor Angst haben könnte. Also doch schon, natürlich hatte ich das irgendwie so im Kopf. Aber es war nicht, dass ich gesagt habe, oh, ich traue mich gar nicht, das zu buchen, sondern ich war so, habe ich jetzt Bock drauf, hat mir richtig Dopamin gegeben. Typisch dieses anfängliche ADHD-Excitement. Und je näher der erste Termin gerückt ist, desto mehr Anxiety kam einfach auf, desto mehr habe ich mich gefragt, war das eine gute Idee? Warum genau mache ich das? Da werden Menschen sein und ich muss diese Sprache sprechen. Und da ging es dann erst so richtig mit los, weil ich mag es, neue Sprachen zu sprechen, aber ich habe extrem Probleme damit, wenn ich das selber noch nicht perfekt kann, es vor anderen zu machen. Und das war voll die krasse Herausforderung. Und also mir fällt es sogar vor Menschen, die ich gut kenne, teilweise schwerer als vor fremden Menschen. Aber irgendwie hängt das voll vom Vibe ab. Ich kann das gar nicht mal wirklich festmachen, weil so vor meiner Familie habe ich da so gar kein Problem, aber dann wiederum vor Freunden oder so fällt es mir wiederum schwerer. Ich kann nicht mal genau erklären, warum. Vor allem, wenn Leute um mich rum dann, keine Ahnung, die zum Beispiel kein Deutsch sprechen oder es gerade lernen und das dann sagen und dann halt Deutsch mit mir sprechen, das versuchen auszusprechen und so teilweise das überhaupt nicht gut machen, finde ich das gar nicht schlimm. Also ich würde die niemals auslachen oder sagen, oh, du bist ja voll dumm, dass du das nicht kannst oder so. Überhaupt nicht. Aber gleichzeitig habe ich eben diese Anxiety, dass wenn ich das eben nicht perfekt sage, dass ich dann ausgelacht werde oder wenn ich dann auch einfach nur korrigiert werde, was ja mir hilft, es besser zu machen. Bin ja grundsätzlich dankbar dafür, fühle ich mich aber häufig sehr, sehr schnell nicht mehr so gut. Ich will nicht sagen, ich fühle mich angegriffen, weil das stimmt gar nicht. Aber es passiert dann irgendwas in mir, was von jetzt auf gleich mir ein ganz komisches Gefühl in meinem Magen gibt. Ich bin teilweise dann kurz vorm Heulen und weiß absolut gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist und bin einfach nur richtig panicky. I don't know. Beziehungsweise bin ich teilweise schon, bevor ich es dann sage, sehr panicky. Wie oft ich auch sage, oh, ich fasse jetzt den Mut zusammen und dann möchte ich zum Beispiel ein Wort oder einen Satz sagen und bin so,
okay, jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht, was ich sagen will, habe es realisiert und jetzt kann ich gerade nicht mehr. Jetzt fühle ich mich gerade ganz schlimm, kriege fast eine Panikattacke, einfach nur, weil ich irgendein Wort sagen wollte auf einer anderen Sprache. Und ich check das gar nicht, woher das kommt. Das hatte ich früher nicht so extrem so. Ich glaube, das hat sich erst irgendwie entwickelt. Und ich habe das aber auch mit Sprachen, wo ich eigentlich weiß, okay, ich kann die eigentlich gut. So Englisch zum Beispiel, war ich immer richtig gut in der Schule. Und das wusste ich auch in der Aussprache. Und trotzdem, wenn ich es dann wirklich benutzen musste oder wollte, habe ich erstmal voll Angst gehabt. Wenn ich es dann aber einfach kurz gemacht habe, eine Zeit lang mich so dran gewöhnt habe, dann war es total normal und alles war gut. Das ist halt mit so vielen Sachen so, die außerhalb der Komfortzone sind, die so ungewohnt einfach sind, dass ich genau weiß, wenn ich die einfach ein paar Mal gemacht habe, dann ist alles super. Und ich weiß das rational. Ich weiß, ich muss das halt auch machen. Das geht nicht einfach so weg vom Abwarten. Trotzdem schaffe ich es ganz oft nicht. Trotzdem hält mich irgendwas irgendwie zurück, was ich nicht kontrollieren kann. Und es ist halt auch voll frustrierend irgendwie. Selbst wenn man weiß, so ich kann das und ich weiß, es wird auch besser, dass man trotzdem nicht fähig ist. Also es ist halt nicht einfach nur der Wille, den ich habe, sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass mich irgendeine unsichtbare Kraft aktiv davon zurückhält und ich das nicht kontrollieren kann. Und das ist halt mega frustrierend und aber auch beängstigend, wenn man so halt merkt, ich bin gerade irgendwie gar nicht Herr über meinen Körper. Ich kann gerade gar nicht machen, was ich will, weil ich will das ja machen. Das ist so ein bisschen wie exekutive Dysfunktion, habe ich das Gefühl, dass man es ja machen will, aber halt der Körper sich einfach nicht bewegt. Und so ist es halt auch, dass sich dann quasi der Mund nicht bewegt. Vielleicht ist das sogar exekutive Dysfunktion. Eine andere Art irgendwie davon, aber es ist ja auch eine Art Überwältigung vielleicht, weil einem so viele Gedanken dann plötzlich durch den Kopf gehen. Ich muss auch sagen, auch wenn ich beim ersten Mal richtig krass aufgeregt war und es jetzt eigentlich nicht mehr so extrem so ist, habe ich trotzdem jedes Mal wieder so ein bisschen, also es ist jetzt heute halt das 3. Mal, jedes Mal ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich denke mir trotzdem jedes Mal wieder, also es ist so eine Grundnervosität auf jeden Fall immer noch da, weil es jedes Mal wieder aufs Neue, ich weiß halt auch nie, was auf mich zukommt. Ich glaube, das ist es so ein bisschen, weil es ist ja für mich komplett unberechenbar. Ich bin da und ich weiß nicht, was lernen wir. Müssen wir Gruppenarbeit machen? Müssen wir miteinander reden? Oder müssen wir dieses Mal nur abschreiben? Lernen wir Grammatik oder lernen wir irgendwie eine Aussprache oder so? Dann war zum Beispiel beim ersten Mal auch jemand nicht da, die dann letztes Mal da war und das war für mich auch so, noch eine neue Person. Auf der anderen Seite waren aber ganz viele andere nicht da, wo ich dann mich auch gefragt habe, okay, wo seid ihr? Warum seid ihr alle nicht? Also es waren viele nicht da dafür, dass es das 2. Mal war. Und ich hatte mir halt auch überlegt, ob ich vielleicht nicht hingehe, aus anderen Gründen, also nicht wegen Anxiety. Und dachte mir dann so, ja, aber das 2. Mal direkt nicht kommen, ist irgendwie blöd. Auch wenn da gesagt wurde, dass man jetzt nicht komplett zurückhängt, wenn man jetzt mal einmal nicht da ist. Und da habe ich mir dann auch gedacht, irgendwie so, habe ich mir vielleicht wieder ein bisschen zu viele Gedanken gemacht. War aber an sich trotzdem froh, dass ich da war, weil irgendwie habe ich dann nämlich auch wieder auf der anderen Seite dieses Gefühl oder diese Angst, wenn ich nicht da bin, dass ich dann doch irgendwie was verpasse oder so. Beziehungsweise natürlich verpasse ich was. Ich verpasse ja Unterrichtsstoff. Aber viel weniger ist das Verpassen das Problem, als vielmehr, dass ich dann ja in der Stunde danach nicht Bescheid weiß. Checkt ihr? Also ich weiß dann ja nicht, was haben die gemacht? Haben die vielleicht eine neue Aussprache gelernt, die ich noch nicht weiß? Erklären die mir das dann vorher? Also ich glaube, es ist eher das Problem, dass die dann ja mehr wissen als ich. Und ich weiß ja nicht mal, was die gemacht haben vorher, um mich dann vorzubereiten, um mir das irgendwie selber beizubringen oder so. Und ich glaube, das ist eher das, was mich stresst, wenn ich eben nicht da bin. Und das würde dann vielleicht sogar dazu führen, dass ich noch mehr mich zurückziehe und dann noch mehr nicht hingehe. Was ja alles nur schlimmer macht. Das riecht voll gut. Ich habe mir einen neuen Hitzeschutz geholt. Habe den irgendwie überall auf Instagram gesehen und dachte mir, vielleicht ist der ja ganz gut. Meiner war eh leer. Hoffen wir mal, dass das gut funktioniert, ne? Er riecht auf jeden Fall nice. Ich finde es auf jeden Fall kacke, dass so die Komfortzone auf Social Media oder generell auch so im Alltag als was grundsätzlich Negatives dargestellt wird. Weil man hört ja auch immer nur, komm raus aus deiner Komfortzone, Wachstum entsteht außerhalb der Komfortzone. Es ist immer so negativ konnotiert. Es sind immer diese negativen, du bist immer nur in deiner Komfortzone, du machst ja nie was, du musst da rauskommen. Aber es wird halt nie gesagt, gönn dir mal ein bisschen Komfortzone. Du bist jetzt gerade so viel da rausgekommen, gönn dir mal eine Pause. Aber guck mal, was wäre, wenn wir die Komfortzone nicht als was Schlechtes sehen? Was, wenn wir sie als eine Art Pause sehen und auch gar nicht versuchen, aus ihr rauszukommen, sondern sie versuchen zu erweitern? Also wenn unsere Komfortzone quasi eine Hütte im Wald ist und irgendwann merken wir, okay, ich sammle hier irgendwie keine neuen XP mehr, dass wir uns dann nicht zwingen, weit in den Wald hineinzulaufen, sondern eher langsam erkunden und versuchen, mehr vom Wald zu unserer Komfortzone
Komfortzone zu machen. Weil unsere Komfortzone ist doch gar nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sie gibt uns eher Sicherheit und eine Pause, wenn wir sie mal brauchen. Schlecht ist es nur, wenn wir uns da drin verkrümeln und niemals rauskommen bzw. sie nie erweitern und irgendwann das vielleicht sogar noch als Ausrede nutzen. Aber Dinge in der Komfortzone zu machen, ist nicht grundsätzlich immer was Schlechtes. Besonders wenn man bedenkt, dass die Welt da draußen sehr reizüberflutend, sehr überwältigend und sehr angsteinflößend sein kann. Es ist vollkommen in Ordnung, sich in der Hütte im Wald die Sicherheit zu suchen, die man manchmal braucht, weil man weiß nie, was für Gefahren da draußen lauern. Ihr würdet doch auch nicht blind einfach so in den Wald laufen, ohne zu wissen, was da ist und einfach schauen wir mal, was wird. Würde ja keiner machen. Das wäre ja viel zu gefährlich, wenn man das in der Realität auch so machen würde. Warum soll das also bei der Komfortzone irgendwie anders sein? Checkt ihr? Und wir müssen auch gar nicht permanent immer neue XP sammeln. Manchmal müssen wir auch einfach nur unser Mana regenerieren. Das ist in jedem Game ganz normal, dass man sich manchmal auch einfach in der Komfortzone in Sicherheit hinsetzen muss, eine Pause macht, damit man wieder neue Energie für den nächsten Fight hat. Also dafür, dass ich am Anfang gar nicht wusste, was ich sagen soll, ist das jetzt doch irgendwie ganz schön deep geworden. Bin aber ziemlich stolz auf meinen Vergleich. Ich finde, den kann man sich ziemlich gut vorstellen. Weil der wirklich zeigt, man muss halt nicht immer funktionieren. Und das ist halt einfach so. Ihr müsst nicht immer funktionieren. Es geht gar nicht. Und man muss eben auch nicht immer aus seiner Komfortzone raus. Man darf auch einfach mal in der Komfortzone sein. Die hat halt auch ihre Daseinsberechtigung, sonst wird sie gar nicht geben. Aber ja, man muss eben auch immer mal ein Stückchen raus, um seine Komfortzone irgendwie zu erweitern. Weil wenn man immer nur drin bleibt, dann wird die auch nicht größer. Vom Nichtstun und Warten wird's leider nicht besser. Kleines Zwischenupdate vom Hitzeschutz übrigens. Der riecht nicht nur gut, sondern meine Haare fühlen sich auch gerade richtig gut an. Also ich glaube, ich bin Fan. Keine Werbung übrigens an dieser Stelle, habe ich alles selbst gekauft. Falls ihr aber Bock auf mehr Deep Talk habt oder auch mal ein bisschen neurodivergenten Lifestyle, dann lasst mal gerne ein kostenloses Abo da. Dann verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Schreibt mir gerne auch irgendwie eure Themenwünsche in die Kommis. Ich bin für Inspiration immer sehr, sehr dankbar. Ansonsten ist das jetzt hier mein sehr unspektakulärer Look. Hier findet ihr noch 2 weitere Videos von mir. Falls ihr euch die anschauen wollt, ich kann sie euch sehr empfehlen. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Sprachkurs. Mua.